Freunde der Sonne, was geht ab? Willkommen zu einer neuen Folge hier auf dem Shutterspeed-Kanal. Wie ihr schon gesehen habt, Kameras und Filme sind gepackt. Ich wollte euch das Ganze aber jetzt auch noch mal ein bisschen genauer vorstellen, was ich alles mitnehme. Ich denke, das könnte ganz interessant sein. Aber erstmal, wo geht's hin? Wir fahren nach Alsdorf. Es geht ums Thema Auto. Vielleicht können manche schon eins und eins zusammenzählen. Ich bin mal gespannt, ob manche Leute schon wissen, worum es geht und was wir machen. Aber mehr will ich erstmal noch nicht verraten. Vielleicht gibt es ja den einen oder anderen, der da schon weiß, wo es hingeht. Ich bin auf jeden Fall sehr, sehr gespannt, freue mich extremst drauf. Denke, das wird sehr, sehr cool. Aber jetzt erstmal zum Setup. Was nehme ich mit? Erstmal das große Ding, die Mamiya 645 Pro TL. Schon länger jetzt ein treuer Begleiter von mir. Wird viel zu wenig genutzt, für was es ist, muss ich tatsächlich leider sagen, weil ich dann doch immer eher zur kleineren und handlicheren Kamera greife. Aber für den heutigen Einsatz ist das auf jeden Fall mehr als passend und freue ich mich sehr drauf. Ich habe jetzt hier das 55er 2.8 drauf. Ich nehme auch noch meinen 80er mit, 80er 2.8, das Mamiya Seiko. Und damit man da nochmal ein paar Details auch nochmal mehr fotografieren kann. Und ich habe jetzt aktuell hier noch den Prismensucher drauf. Ich werde aber den Waist Level Finder auch noch mitnehmen. Ich denke, für so ein paar Videos und generell auch für ein paar Shots, die vielleicht ein bisschen tiefer sind, macht das auf jeden Fall Sinn. Andere Kamera, die ich mitnehme, mein allseits geliebtes Gerät und Biest, die Leica M6. Wirklich sehr, 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 sehr lieben gelernt in letzter Zeit und extrem viel im Einsatz. Ich habe jetzt hier aktuell das 35er Nocton drauf, mit einem Tiffenfilter noch, ProMist 1/4 müsste es glaube ich sein, oder 1/8, ja 1/4 ist es. Das wird das Setup sein für heute. Ich nehme beide Kameras mit, habe alles eingepackt und jetzt kommen natürlich noch die Filme dazu. Ja, Filme, immer schwieriges Thema. Ich bin immer Kandidat. Ich lege das mal hier kurz zur Seite. Ich bin immer Kandidat lieber zu viel als zu wenig. Ich habe das Ganze hier immer in so Dokumententaschen eingepackt und habe eigentlich immer eine Tasche ready mit Mittelformatfilmen und eine Tasche ready mit Kleinbildfilmen, wo einfach eine super große Mischung ist an Filmen, von Schwarz-Weiß über Farbe, über E10-2, über Tungsten, alles Mögliche mit dabei eigentlich, dass man einfach so für jede Situation gewappnet ist. Und ich bin da wirklich immer eher der Kandidat, der ein bisschen viel zu viel mitnimmt, als dann irgendwie am Ende dazu stehen und zu sagen, okay, nee, fuck, jetzt hätte ich hier gerne den und den Film geschossen, aber hab den gar nicht dabei. Deswegen, ist alles Mögliche mit dabei. Portra 800, Cinestill 800T, HP5, Tri-X, T-Max. Also wirklich einmal die komplette Bandbreite. Ja, ich werde auch definitiv nochmal ein Video irgendwann machen über meine ganzen Sachen, die ich immer so generell dabei habe. Schreibt mir gerne mal in die Kommentare, wenn ihr da Bock drauf habt. Ansonsten, andererseits nehme ich natürlich noch hier euch mit, die Sony FX3, aber das ist ja digital. Das hat hier auf dem Kanal absolut nichts zu suchen. Deswegen, würde ich sagen, das war es erstmal zum Setup. Wenn ihr dazu Fragen habt oder so, schreibt mir gerne. Ich werde das Ganze aber auch im Detail nochmal irgendwann vorstellen und würde sagen, gleich holt mich erstmal der liebe Justin ab und dann geht's los nach Alsdorf. Peace. Freunde, wir sind jetzt mittlerweile angekommen in Alsdorf, ist richtig, ne? Ich schaue hier gerade zum Nick. Der liebe Nick hat uns nämlich eingeladen. Wie ihr schon im Hintergrund seht, wir sind bei Esser und das Königseck-Logo blitzt da auch hervor. Der Nick hat uns hier heute eingeladen. Wir konnten uns das Ganze mal anschauen, gehen gleich auch noch mal rein, ein paar Fotos machen. Ich hatte ja schon gesagt, was ich für Cams mitgenommen habe. Und gleich dürfen wir ein Auto auch noch mal ausführen. Da freue ich mich schon sehr drauf. Ich bin sehr, sehr gespannt. Ein alter Porsche und werdet ihr bestimmt den Titel auch schon gesehen haben. Aber ich würde sagen, wir steppen jetzt einfach mal rein und dann zeigen wir euch das Ganze mal. Mal einen kleinen Stimmungstest. Wie ist die Stimmung hier? Sehr gut. Ja, wie ihr seht, war die Stimmung sehr gut, was auch jetzt, glaube ich, kein Wunder ist bei dieser Halle und dem Fuhrpark, der da rumstand. Und ich habe dann erstmal einen Cinestill 800T in die Mamiya geladen und mich da so ein bisschen ausgetobt. Und ich würde auch sagen, für die Location war das auf jeden Fall die richtige Wahl.
Falls jemand neben der analogen Fotografie noch ein weiteres teures Hobby braucht, dann seid ihr bei ESSA, glaube ich, richtig aufgehoben. Deswegen alle Autos, die in der Halle stehen zum Verkauf. Schaut da gerne mal auf der Website vorbei. Der 800T war voll und das war auch gut so, denn jetzt ging es für uns natürlich nochmal nach draußen, weil, wie am Anfang schon erwähnt, der liebe Nick hat sich für uns noch ein Auto ausgesucht, was wir ausführen dürfen. Einen alten Porsche 964, der in seinem roten Kleid einfach wunderschön dastand. Und jetzt würde ich sagen, erstmal ab nach draußen und ein paar Rollen vollknipsen. Ich hielt es leider an dem Tag für eine super Idee, den 1/4 Promise auf meiner M6 draufzulassen. Stellt sich dann hinterher heraus, dass das an diesem mega krass sonnigen Tag vielleicht nicht die beste Idee ist. Und daher sind leider die Kleinbildbilder so leicht matschig geworden. Ich habe aber zum Glück den Großteil der Bilder mit meiner Mamiya geschossen, wo kein Promise drauf war. Und die haben das Ganze auf jeden Fall wieder rausgeholt. Die Sonne, die wandert aber auch. So, Freunde, damit wir unseren Bildungsauftrag natürlich auch noch erfüllen, jetzt noch ein paar Fakten zu diesem wunderschönen Kfz hier. Das ist ein 964 Carrera 2, von Werk aus von Porsche umgebaut auf einen WTL Werksturbo-Look. 250 PS, 3,6 Liter. Anscheinend indisch rot, ziemlich sicher. Cabrio und Apple CarPlay haben wir gerade gelernt. Finde ich völlig krass, aber es gibt anscheinend ein Navi für diese Autos oder Radio in dem Fall mit Apple CarPlay. War ein wunderschönes Auto. Deswegen, vielen Dank nochmal an Nick, dass das heute alles geklappt hat. Nächste Rolle ist durch. Tatsächlich zwischendurch noch ein Gold geschossen. Auf Mittelformat tatsächlich noch nie ausprobiert. Ich bin mal sehr gespannt, was das gibt. Ja, ich bekomme immer wieder mit, dass viele den Gold im Mittelformat nicht ganz so gerne mögen. Ich muss aber sagen, mir hat er in dem Setting jetzt echt sehr, sehr gut gefallen. War für mich auch das erste Mal. Und ja, ich verstehe halt, dass viele den nicht mögen, weil er nicht genauso aussieht wie die Kleinbildversion. Ich finde aber, der sieht top aus. Und wenn man vor allem im Hinterkopf behält, wie günstig der verhältnismäßig halt ist für einen Mittelformat-Farbfilm und was er dafür zu bieten hat, finde ich Preis-Leistung absolut top. Nachdem wir dann gefühlt jedes Detail und jede Ecke von diesem Porsche abgelichtet haben, gab es natürlich auch noch ein paar Rolling-Shots. Dafür haben dann sowohl Justin als auch ich es uns einmal bequem im Kofferraum gemacht.
Ja, ich habe das Ganze zwar eigentlich schon öfter gemacht, aber irgendwie sollte es an dem Tag mit der knallenden Sonne nicht sein. Und ich habe es einfach nicht hinbekommen, da einen vernünftigen Motion Blur zu zaubern und schöne Bilder zu machen. Der liebe Justin hat es etwas schlauer gemacht. Er hat mit seiner M10 digital fotografiert und daher seht ihr jetzt auch ein paar Rolling Shots, die echt tipptopp geworden sind vom lieben Justin mit der Leica M10. Ja, Freunde der Sonne, das war's dann auch schon wieder mit dem Video. Falls ihr noch nicht genug bekommen habt von diesem wunderschönen Sportwagen, dann schaut auf jeden Fall mal in der Beschreibung bei Essa vorbei. Der liebe Nick, der uns eingeladen hat, ist für Social Media zuständig. Da gibt's auch nochmal bei Instagram wunderschöne Fotos und Videos von den ganzen Autos. Also, falls ihr noch nicht genug bekommen habt, schaut da auf jeden Fall mal vorbei. Und ansonsten lasst uns gerne einen Daumen nach oben da, supportet uns gerne mit einem Abo, das hilft uns mega weiter. Und ansonsten schaut natürlich auch gerne bei unserem Partner, dem Camera Dealer, vorbei für Filme, Entwicklungen oder auch Kameras aus erster Hand. Alles unten verlinkt und dann würde ich sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt, neue Episode Shutter Speed.